Hallöchen ihr Lieben! Schön, dass ihr wieder zu mir gefunden habt. Heute gibt es bei mir zwei Varianten von dem klassischen Kartoffelsalat. Einmal Mayo-Ei-Variante und einmal die vegetarische Variante. Wie es geht, sage ich euch jetzt. Hier schon mal die Zutaten für euch, für die zwei Salate. Ich fange schon mal mit der Hauptzutat an, mit den Kartoffeln. Ich habe festkochende Kartoffeln genommen, gekocht, gepellt und auch schon geschnitten. Ich habe die so in Scheiben geschnitten. Die größeren Scheiben habe ich halbiert. Man kann aber auch in kleine Würfel schneiden. Ist es jedem überlassen. Ich habe hier Knoblauch, Fleischwurst, Mayonnaise, Senf, Gewürzgurken. Eier habe ich auch schon klein geschnitten. Ein Ei habe ich mir aufbewahrt für die Deko zum Schluss. Ich habe Frühlingszwiebel für einen Salat, für den anderen habe ich hier eine Zwiebel, Salz, Pfeffer und ein paar Salatkerne, so gemischte. Ich brauche noch Essig und Olivenöl für den Salat. So, und es wird jetzt sofort dann mit dem Mischen der Salate losgehen. Nun werden wir die zwei Salate kreieren. Einer für diejenigen, die deftige Salat mögen, mit Mayo und Ei. Und ein Salat, was dann für die Vegetarier ist. Oder sogar für diejenigen, die vegan sich ernähren. So, und das geht los. Ich habe hier 1 Kilo Kartoffeln dann vorbereitet und ich nehme halb. Jetzt mache ich ungefähr 500 Gramm dann in eine andere Schüssel. So, zu den Kartoffeln gebe ich dann die Fleischwurst, die klein geschnittene Gurken, die Zwiebeln, dann das Ei, dann würze ich das Ganze mit Salz und Pfeffer. Ich gebe für Salz und Pfeffer keine Angaben, weil jeder mag irgendwie unterschiedlich. Ja? Manche ein bisschen salziger, manche nicht so viel Salz. Dann habe ich noch Mayonnaise. Ich mag auch immer, ich weiß, das gehört nicht zu dem klassischen Gericht, aber ich mache immer ein bisschen Curry. Nur so eine Spitze von einem Teelöffel. So, das reicht schon. Ja, jetzt wird alles gut vermengt. So, der deftige Salat ist jetzt fertig. Natürlich, man kann auch andere Zutaten dazu geben, Karotte oder Paprika. Manche nehmen auch Erbsen dazu. Ich habe hier jetzt der klassische Salat und wie gesagt, das ist nur so ein Gerüst, wie man den Kartoffelsalat zubereiten kann. Jetzt machen wir weiter mit dem zweiten Salat. Hier brauchen wir weniger Zutaten. Zwar haben wir jetzt schon die Kartoffeln in der Schüssel, dann kommen die Frühlingszwiebeln noch rein. Etwa ein Esslöffel Senf. Dann würze ich mit Salz und Pfeffer. Und natürlich ein Dressing, der Klassiker, Olivenöl und Essig. Etwa 2 Esslöffel Olivenöl gebe ich da rein. 1 Esslöffel etwa Essig. Ein paar von den Salatkernen. Und dann vermengen wir das alles. Dann müssen wir vermengen, bis der Senf sich aufgelöst hat. Oh, das riecht so gut. Et voilà! Die leckeren Salate sind jetzt fertig zum Servieren. Ich serviere sie immer mit selbstgemachten Frikadellen oder zum gegrillten.
Und ich möchte gerne von euch wissen, für welche Variante seid ihr? Für die gesunde Variante oder für die etwas deftigere Variante? Schreibt mir bitte in den Kommentaren. Wenn es euch gefallen hat, ihr Lieben, dann liked, kommentiert. Diejenigen, die neu dabei sind, bitte auf den Abo-Button drücken und seid dabei bei dem nächsten Video. Bleibt gesund, ihr Lieben. Eure Tati. Tschüssi.